Herzlich willkommen, liebe Freunde von Delta 4x4 zu einem neuen Video. Hier im Hintergrund seht ihr ein Auto, ich glaube, ja, mittlerweile kennt es wahrscheinlich schon jedes Kind. Das ist die Mercedes G-Klasse und zwar hier stehe ich vor dem neuesten Modell, der 463a Modellreihe. Der Kunde, der diese G-Klasse zu uns gebracht hat, hatte einfach folgenden Wunsch. Der war ja relativ einfach. Er will, dass seine G-Klasse genauso hoch wird wie ein G4x4 hoch 2. Ich weiß nicht, ob ihr ein G4x4 hoch 2 kennt. Das ist einfach eine G-Klasse, noch mal ein bisschen krasser, auf jeden Fall deutlich höher mit ja, größeren Rädern, inklusive Portalachsen, also wirklich. Und ja, nachdem wir das ganz interessant fanden, ganz cool, einfach so eine neue Benchmark zu setzen, haben wir uns diese G-Klasse genommen und haben versucht, die maximale Höherlegung zu erreichen. Und was natürlich auch in Deutschland ganz besonders wichtig ist, dass natürlich auch alles abgenommen wird. Also von TÜV, DK, KÜS und so weiter. Und ja, das sind wir derzeit ganz eng, arbeiten wir da mit den Behörden zusammen und wir arbeiten gerade daran, das hier alles auch auf jedem anderen G möglich zu machen. Stand jetzt wollen wir diesen Umbau nur bei uns im Haus anbieten. Das ist jetzt im Endeffekt der erste G mit diesen krassen Höherlegungen. Was wir genau verbaut haben, erzähle ich euch gleich. Und ja, falls ihr da wirklich auch so eine G-Klasse habt und Interesse habt, sowas zu bekommen, also den wirklich 150 mm ungefähr höher zu legen, ruft uns gerne an, wir beraten euch gerne und Stand jetzt können wir den in einer unserer Werkstätten genauso umbauen, inklusive Eintragung. Ja, einfach jetzt mal ganz kurz, was alles gemacht wurde. Wir haben Eibach-Federn verbaut, die wir exklusiv für Eibach vertreiben. Und zwar sind es 50 mm Federn, also die erhöhen das Fahrzeug allein um 50 mm. Die haben wir schon länger im Programm, haben wir auch schon mehrfach bei G-Klassen verbaut, haben sich wirklich bewährt. Ist einfach ja eine relativ einfache Möglichkeit, die G-Klasse höher zu setzen und dann wirklich nur die Federn zu wechseln. Also dann sieht man eben hier diese roten Eibach-Federn, steht auch Eibach drauf, beziehungsweise auch Delta 4x4. Und das kann man bei jeder G-Klasse einbauen. Man muss also nicht ganz so krass werden. Sieht auch schon ganz gut aus mit Serienbereifung, wenn die Räder einfach nicht ja, ganz so satt im Fahrzeug, im Rathaus stehen, sondern einfach ein bisschen Luft haben, ein bisschen mehr Bodenfreiheit. Ich würde halt einfach empfehlen, dass man ein bisschen größere Reifen drauf macht, diese Höherlegung verbaut und dann hat man wirklich mit einfacheren Mitteln wirklich schon deutlich optimiertes Fahrzeug, deutlich schöner und halt auch ein bisschen höher. Wem das natürlich nicht reicht, dann müssen wir auf jeden Fall hier auf dieses Kaliber gehen. Und zwar hier haben wir neben unserer 50 mm Höherlegung auch eine 100 mm Höherlegung verbaut. Und zwar unser Delta 4x4 Bodylift Kit. Ja, nachdem die neue G-Klasse auch weiterhin auf dem ja, Leiterrahmen aufbaut, können wir auch bei dieser G-Klasse ein Bodylift Kit verbauen. Und das haben wir hier gemacht. Ist deutlich diffiziler, deutlich komplizierter als jetzt zum Beispiel ja, bei einem Pickup, Nissan Navara oder sowas in der Richtung. Man muss deutlich mehr verlängern, man muss deutlich mehr auf deutlich mehr Sachen Acht geben und so weiter. Darum wollen wir eben diese Umbauten bisher nur bei uns im Haus machen. Wir bieten die Höherlegung bisher für jede neue G-Klasse an. Also wir haben sie jetzt hier in G400 eingebaut. Sie wird aber auch kommen für den G63, für den G500 und auch für den G350. Also alles die neuen Modelle, nur 463a können wir diesen Umbau machen. Um natürlich auch diesen Platz zu nutzen im Rathaus, besteht dann auch die Möglichkeit, in Zukunft extrem große Räder zu montieren. Hier haben wir jetzt einen 37 Zoll Reifen montiert. Wir werden auch in der Zukunft schauen, welchen Reifen wir dann final montieren können, aber die Benchmark ist auf jeden Fall hier gesetzt. Hierhin wollen wir kommen und das ist auch der Plan und ja, wir halten euch da weiterhin auf dem Laufenden. Montiert haben wir als Felge die Force-Felge, Badlock-Felge, habe ich schon öfter präsentiert, jetzt auf verschiedenen Fahrzeugen, ist mal wieder unsere eigene Felge. Das Besondere daran ist wirklich, dass es eine Badlock-Felge ist. Das heißt, man kann, wenn der Badlock-Ring montiert ist, auch das ist optional. Bei diesem Umbau würde ich das aber auf jeden Fall empfehlen, dass man wirklich auch für ja, den Wüsteneinsatz gerüstet ist und kann im Endeffekt die Luft auf fast 0 Bar ablassen. Und das ist wirklich eine super Technologie, die kommt ursprünglich aus dem Militärbereich und ja, seit ungefähr 3 Jahren führen wir jetzt diese Felge und haben sich bereits auf vielen Fahrzeugen präsentiert. Hat auch eine extrem hohe Traglast, zum Beispiel ist sie auch perfekt für den Iveco Daily mit extrem schweren Kabinen hinten drauf und so weiter. Ja, unsere Force-Felge gibt es im Endeffekt dann in zwei Variationen, einmal in der geschmiedeten Version und einmal in der gegossenen Version. Und nachdem wir die auch im Haus bohren können, kann man da eben frei gestalten, Einpresstiefe und so weiter, inwieweit es halt geprüft ist und auch sind wir frei, das für verschiedene Fahrzeuge anzubieten. Ja, ich finde, es ist ein ganz tolles Fahrzeug geworden und ja, wir werden euch das Fahrzeug hoffentlich nochmal präsentieren. Ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit und stay tuned.